Hallöchen ihr Lieben und willkommen zu dieser Anleitung. Für dieses Waschläppchen werde ich einen Bobbelrest benutzen, vierfädig und eine Vierer Nadel. Alle Angaben zur Wolle, Nadelstärke und später dem Verbrauch findet ihr unter dem Video in der Infobox oder aber in den Kommentaren hineingeschrieben. Der Waschlappen wird eine Größe von 15 cm Breite in etwa und 20 cm Höhe haben. Ihr könnt jetzt eine Luftmaschenkette anschlagen auf etwa 13 cm oder aber mit mir den Fußschlingenanschlag und feste Maschen häkeln. Nachdem ihr die Luftmaschenkette auf ca. 13 cm gehäkelt habt, könnt ihr auch schon die festen Maschen dann bereits zurückhäkeln. Und wir beginnen mit dem Fußschlingenanschlag. 2 Luftmaschen in die erste Schlaufe zurück. Ich nehme hier vorzugsweise immer die untere einzelne Schlaufe, hole den Faden durch, ziehe beide Schlaufen auf gleiche Höhe, durch eine für den Boden, auf dem die Masche steht, und dann durch 2 für eine feste Masche. Dann können wir das hier unten zuziehen und haben unsere erste komplette Masche. Nun hat sich hier unten eine komplette Masche gebildet. Diese nehmen wir komplett auf, also beide Schlaufen, holen den Faden durch, ziehen wieder beide Schlaufen auf gleiche Höhe, durch eine für den Boden, auf dem die feste Masche steht, und durch 2 für eine feste Masche. Nächste gebildete Masche, beide Schlaufen aufnehmen, Faden holen, durchziehen, beide Schlaufen auf gleiche Höhe, das ist immer wichtig, damit die Kette auch schön elastisch bleibt. Durch eine Schlaufe und durch 2. Nächste gebildete Masche, Faden holen, durchziehen, beide Schlaufen auf gleiche Höhe, durch eine und durch 2. Und das häkeln wir jetzt so lange, bis wir auf ca. 13 cm kommen. Nach 18 festen Maschen habe ich meine 13 cm erreicht und wir können nun Runde 1 beginnen. Und zwar beginne ich Runde 1, indem ich wieder unten in die Masche einsteche, den Faden durchhole, eine feste Masche abhäkel, gleiche Einstichstelle, noch einmal einsteche, zweite feste Masche abhäkel und gleiche Einstichstelle, noch eine dritte feste Masche abhäkeln. Danach setze ich mir einen Marker in die mittlere Masche und häkel nun alle Maschen mit einer festen Masche bis zum Ende einmal ab. Und am Ende der Reihe angekommen, machen wir hier an der Seite genau das gleiche. Wir stechen in die seitliche Masche ein und häkeln dort 3 feste Maschen in dieselbe Masche und setzen uns dann den Marker in die mittlere Masche hinein. So. Als nächstes auch auf der anderen Seite alle festen Maschen zurückhäkeln.
Kommen wir bei unserer Dreiergruppe an. Die erste feste Masche häkeln wir normal ab und in die Masche mit dem Marker kommen wieder 3 feste Maschen hinein. Und in die mittlere Masche setzen wir wieder den Marker. Danach wieder alle Maschen bis auf die andere Seite mit einer festen Masche behäkeln. Und auch auf der anderen Seite angekommen. Bis zum Marker alle normal abhäkeln mit einer festen Masche. Danach den Marker rausnehmen und 3 feste Maschen in die eine Masche hineinhäkeln. Den Marker wieder in die mittlere Masche davon hineinsetzen. Und auf der anderen Seite wieder alle festen Maschen bis zur anderen Seite abhäkeln. So, und dann könnt ihr immer mal wieder zwischendurch das Ganze hinlegen und die Breite abmessen. Wir haben noch Platz. Also können wir den Marker wieder rausnehmen. 3 feste Maschen in die Masche vom Marker setzen. Den Marker wieder in die mittlere Masche hinein. Und auf der anderen Seite wieder alle festen Maschen bis rüber abhäkeln. Etwa 14 cm Breite erreicht habt. Es kommt darauf an, wie fest und wie locker ihr häkelt, mit welcher Nadelstärke und Wolle. Also 1 cm vor den 15 cm könnt ihr mit den Zunahmen links und rechts aufhören. Das heißt, wir nehmen dann einfach die Marker raus, wenn wir unsere Breite erreicht haben und häkeln nun Runde für Runde, Reihe für Reihe, einfach nur in Runden. Und zwar so lang, bis unser Waschlappen für uns lang genug ist. Ich werde hier in etwa zwischen 18 und 20 cm häkeln, je nachdem wie die Wolle sich verhält. Immer mal hinlegen, glatt streichen und abmessen. Und ihr werdet merken, umso mehr Reihen ihr jetzt häkelt, umso mehr werden sich hier die Ecken wölben. Warum haben wir diesen Anfang gemacht? Dadurch haben wir schöne abgerundete Ecken. Also keine spitzen Ecken, auch nicht mit Knubbel, sondern schön abgerundete Kanten. Das sieht dann vom Allgemeinbild her einfach nur schön aus.
habe jetzt hier einmal eine Runde rüber gehäkelt und wie ihr seht, hat sich das jetzt schon schön gewölbt. Das Ganze können wir jetzt einmal hinlegen. So. Und wie ihr seht, haben wir jetzt schon eine schöne Rundung. Und je höher ihr kommt, umso schöner sieht dann die Kante aus. Das hier ist jetzt die Innenseite und das hier ist die Außenseite. Also wunderschön und vor allem glatt. Ich werde jetzt Reihe für Reihe so weiter häkeln. Dabei nehme ich euch natürlich mit. Und dann sehen wir uns, wenn die gesamte Hauptfläche soweit fertig gehäkelt ist. Zurück nach 18 cm Gesamthöhe und 15 Breite ist der Waschlappen soweit fertig. Nun können wir zum Abschluss noch kommen. Wir häkeln 5 Luftmaschen und stechen in die gleiche Masche ein und häkeln eine Kettmasche. Danach gehen wir in die nächste Masche und häkeln eine feste Masche. Dann wenden wir und gehen nun um die Luftmaschenkette herum und häkeln so viele feste Maschen drumherum, bis wir auf der anderen Seite angekommen sind. Das Ganze könnt ihr auch immer mal wieder so ein bisschen zur Seite ziehen, dass diese schön dicht aneinander sind. Und wenn ihr auf der anderen Seite angekommen seid, am Fuß, wo die Kette herauskommt, eine feste Masche hineinhäkeln, sodass wir dann eine schöne geschlossene Rundung haben. Und nun steche ich in die erste Masche ein, hole den Faden hoch, ziehe beide Schlaufen etwas höher, so circa auf halbe Stäbchenhöhe, verdrehe die Nadel nach hinten und masche das Ganze locker ab. Nächste Masche, Faden holen, beide Schlaufen auf halbe Stäbchenhöhe ziehen, Nadel nach hinten verdrehen und abmaschen. Und dies mache ich jetzt mit jeder Masche, bis ich einmal rum bin und habe somit dann eine schöne stabile Abschlusskante. Die nicht nur schön aussieht, sondern auch dafür sorgt, dass der Waschlappen am Rand nicht zu sehr auslatscht und ausfranst. Das verleiht dem Ganzen eine Stabilität und macht es länger haltbar. So, wer möchte, kann um den Bogen herum das auch noch so machen, aber der ist stabil genug. Also schließe ich direkt am Fuß des Bogens mit einer Kettmasche und fertig ist unser hübscher Waschlappen. Nun können wir noch den Faden vernähen. Und ob ihr das Ganze nun als Deko nutzt oder zum Verschenken. Mein Tipp ist, nehmt hier eine Wolle, die man auch auskochen kann, insofern ihr das Ganze auch verwenden wollt. Ansonsten als Deko reicht auch 50-50, 50 Baumwolle, 50 Poly. Und ansonsten hoffe ich,
dass euch die Anleitung gefallen hat, dass ihr gut mitgekommen seid. Vergesst nicht, eure Bewertung dazu lassen, wie immer ganz, ganz wichtig. Kanal abonnieren ist kostenlos, Glöckchen drücken und kein Video mehr verpassen. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Nachwerken, lasst die Nadeln glühen und ich hoffe, wir hören uns zum nächsten Mal. Bis dahin, ciao, ciao.